Hallo und willkommen. Wir sind Johann Müller und Markus Schneider, eure Online-Mechaniker. Heute erfahrt ihr alles, was ihr über diesen Fehler wissen müsst. Symptome, Ursachen und Lösungen. Für alle Details und weitere Tipps schaut auf unserer Webseite vorbei. Wir starten direkt. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit Ihrem Auto bergauf oder bei starkem Beschleunigen und plötzlich fühlt sich das Fahrzeug kraftlos an. Die Leistung nimmt deutlich ab. Dieses Problem gehört zum Bereich der Abgas- und Motorsteuerung und taucht bei modernen Fahrzeugen mit Turbomotoren und Abgas-Turboladern auf, die mit einem Onboard-Diagnoseinstrument überwacht werden. Wenn diese Fehlfunktion vorliegt, spüren Sie oft ein verlangsamtes Ansprechverhalten des Motors, manchmal begleitet von einem leicht verzögerten Gasgeben oder einem spürbaren Leistungsverlust. Das Fahrverhalten wird dadurch unsicherer, besonders wenn mehr Leistung gefordert wird und der Motor läuft nicht mehr so rund oder effektiv wie gewohnt. Die Elektronik erkennt dieses Problem und speichert einen entsprechenden Code, sodass eine gezielte Diagnose möglich wird. Doch was genau hinter dieser Störung steckt, bleibt zunächst verborgen und lädt zu einer genaueren Untersuchung ein. Diese Fehlfunktion hängt immer mit einem zu niedrigen Ladedruck im Motor zusammen. Dabei denkt man oft sofort an den Turbo, aber die Ursachen sind nicht immer ganz offensichtlich. Ein überraschender Grund kann zum Beispiel ein undichtes oder beschädigtes Ladedruckrohr sein, das leicht übersehen wird. Auch ein defektes Wastegate, das den Ladedruck nicht richtig regelt, sorgt häufig für dieses Problem. Manchmal liegt es an einem verstopften oder verschmutzten Luftfilter, der dem Motor zu wenig Luft liefert. Eine undichte Stelle an der Dichtung des Turboladers oder sogar ein Fehler im Drucksensor selbst können ebenfalls diese Störung hervorrufen. In einigen Fällen sorgt ein schlechtes Steuergerät oder fehlerhafte Kabelverbindungen für falsche Messwerte. Es lohnt sich also, nicht nur den Turbo selbst zu prüfen, sondern auch alle Komponenten rund um die Luftzufuhr und Steuerung im Blick zu behalten, um die Ursache zu finden. Wenn diese Störung ignoriert wird, kann das Fahrzeug zunächst an Leistung verlieren und weniger spritzig reagieren. Dadurch steigt der Kraftstoffverbrauch leicht an, was auf Dauer die Betriebskosten erhöht. Außerdem kann die Abgasemission ansteigen, was sich negativ auf die Umwelt auswirkt und bei einer technischen Kontrolle zu Problemen führen kann. In der Folge können Bauteile des Turboladers durch Fehlfunktionen schneller verschleißen, was Reparaturen teurer und aufwendiger macht. Am schlimmsten kann diese Fehlfunktion dazu führen, dass der Motor stark überhitzt oder sogar schwer beschädigt wird, was einen vollständigen Motorschaden zur Folge haben kann. Dieser Fehler zeigt an, dass der Ladedruck unter dem erwarteten Wert liegt. Zuerst verbindet der Mechaniker das Diagnosegerät mit der OBD2i-Schnittstelle. Dann liest er den gespeicherten Fehlercode und prüft die Motorsteuerung auf weitere Auffälligkeiten. Anschließend kontrolliert er den Ladedrucksensor auf korrekte Funktion und Signaleingang. Danach inspiziert er die Ladedruckleitungen und Rohre auf Undichtigkeiten oder Verstopfungen. Der Turbolader wird visuell auf Schäden oder Spiel geprüft. Falls nötig wird der Abgasrückführkanal überprüft, da ein verstopfter oder defekter Teil den Ladedruck beeinflussen kann. Der Mechaniker überwacht außerdem Live-Daten vom Ladedrucksensor, während der Motor läuft. Dazu vergleicht er die Ist-Werte mit den Soll-Werten laut Hersteller. Sollte die Fehlfunktion weiter bestehen, testet er das Wastegate oder eine andere Turboladersteuerung. Nach allen Prüfungen erhält der Kunde eine genaue Diagnose und Empfehlung zur Reparatur.
so kann man die Ursache dieses Problems präzise identifizieren und beheben. Dieser Fehler deutet darauf hin, dass die Leistung des Laders nicht ausreicht. Zunächst sollte man die Leitungen des Turboladers prüfen. Oftmals sind Schläuche gerissen oder nicht richtig befestigt, was diesen Fehler verursacht. Wenn die Schläuche in Ordnung sind, lohnt sich ein Check des Luftfilters. Ein verschmutzter Filter kann den Luftstrom einschränken und diese Störung auslösen. Danach empfiehlt es sich, das Abgassystem auf Verstopfung oder Schäden zu kontrollieren, da Rückstaus die Funktion des Turboladers beeinträchtigen. Wenn all das keine Verbesserung bringt, sollte man die Sensoren überprüfen, die den Ladedruck messen. Defekte Sensoren können falsche Werte senden und damit dieses Problem verursachen. Als nächster Schritt ist die Prüfung des Turboladers selbst ratsam. Abnutzungen oder mechanische Schäden können die Leistung mindern. Die aufwendigste Lösung besteht darin, den Turbolader auszubauen und entweder zu überholen oder zu ersetzen. Das ist oft die beste Wahl, wenn alle anderen Maßnahmen nicht zum Erfolg führen. Das war's für heute. Denkt immer daran, ein Auto zeigt seine Probleme, bevor sie groß werden. Wer aufmerksam zuhört, kann viel verhindern. Wenn euch unsere Tipps gefallen haben, unterstützt uns mit einem Like und abonniert unseren Kanal, damit ihr keinen Hinweis verpasst. Für tiefere Einblicke zu diesem Fehler besucht unsere Webseite. Dort findet ihr ausführliche Infos zu betroffenen Marken und Modellen, herstellerspezifische Hinweise und nützliche Reparaturanleitungen. Wir freuen uns schon darauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen.